Am letzten Wochenende, also die 2. und 3. Mai 2015, wurde ich eingeladen, teilzunehmen an dem Kongress für Grenzwissenschaften in Saarbrücken. Ich wusste, dass Michael Tellinger, der Leiter oder Anführer der Ubuntu-Bewegung aus Südafrika, dabei sein würde. Also habe ich mich bemüht, Peter Fitzek, der Instigator des Königreichs Deutschland, zu überreden oder zu überzeugen, auch dabei zu sein. Was du anschließend sehen kannst, ist die Diskussion, die am Sonntag, den 3. Mai stattgefunden hat. Und was mich überrascht hat, ist, wie lebendig ich noch aussehe, weil ich hatte fast 1000 Kilometer Fahrt dorthin. Und eine kurze Nacht und dann 2 Tage und eine Nacht fast andauernd auf Achse auf dem Kongress. Aber so ist es. Weder Birgit noch ich sind professionelle Übersetzer, aber dass wir beide sowohl das Königreich als auch Ubuntu-Bewegung ziemlich gut kennen, meinen wir, dass die Übermittlung, die wir gemacht haben, ist das, was Peter und Michael zum Ausdruck bringen wollten. So, jetzt kommt die Diskussion. Bitte genieße und insbesondere, wenn du Bekannten oder Freunde in Stoke-on-Trent oder Sutton Coldfield in England hast, weil morgen, den 7. Mai, dürfen sie 2 oder jeweils ein Ubuntu-Kandidat als deren Abgeordneten im britischen Parlament wählen. Falls du ein oder mehrere der Teilnehmer an Diskussionen kontaktieren möchtest, oder die Organisation sogar, dann am Schluss, am Ende des Videos, gibt es einige Websites, worüber du Kontakt aufnehmen kannst. Also, let's get on with the show. Danke. So, if I was a journalist, I would say that this is the scoop of the century. What we have here is Michael Tellinger from South Africa, the man who created or brought into being the Ubuntu system, and Peter Fitzek, who has created almost single-handedly the Kingdom of Germany. Wir sitzen heute hier mit den Vertretern für das neue Jahrtausend, kann man sagen. Wir haben hier zu meiner Linken Michael Tellinger, der das Ubuntu-Prinzip ins Leben gerufen hat in Südafrika, in dem es darum geht, eine neue Gesellschaft zu kreieren. Und zu unserer Rechten Peter Fitzek, der das Gleiche in Deutschland ins Leben gerufen hat, initiiert hat im Königreich Deutschland. And what I want to look at within the next half hour is not so much the similarities, but the way things are done slightly differently, but towards exactly the same objective. Das, was wir hier in der nächsten halben Stunde hören werden oder erörtern möchten, das sind nicht so sehr die Gleichheiten beider Systeme, sondern das, worin sie sich vielleicht ganz leicht unterscheiden und doch beide zusammen das gleiche Ziel verfolgen. Okay, so first, if I may, Michael, could you tell us in less than 5 minutes exactly what Ubuntu is? Thank you very much. Excuse me. Michael, können Sie uns bitte in weniger als 5 Minuten erzählen, was genau das Ubuntu ist? 5 Minuten? Oh, I need at least half an hour. Okay. Okay. So, in a nutshell, Ubuntu is an ancient African philosophy. Mm-hmm. It's not something that I created or made up. It is a well-known African philosophy that goes back thousands of years. Okay. Das Ubuntu-System ist nicht etwas, was ich persönlich erfunden habe, sondern es ist ein ganz altes südafrikanisches
System, was praktisch ja, wieder zum Leben erweckt wurde. Ja, er ist ein afrikanisches Prinzip, not ein südafrikanisches Prinzip. Ah, okay. Also es ist genauer gesagt ein afrikanisches Prinzip, nicht unbedingt ein südafrikanisches Prinzip. Please, just English. And what it really means is the best description I can give it in English is, or in the modern context, in words, would be unity within community, where everybody contributes towards the greatest benefit of the community. Ubuntu ist, wenn ich das am besten, genauestens in Englisch beschreiben soll, die Einheit in der Gemeinsamkeit, in der jeder das Beste für jeden tut oder erwirtschaftet. And what I've done is taken this ancient philosophy and really just adapted it for the modern world, because we now live in a very different kind of world than people did thousands of years ago when they practiced Ubuntu. So now we need to bring that philosophy back into a modern society that works on a capitalistic divided principle, and we now need to introduce it to this crazy world. And to achieve that, I called it contributionism, and I explain it in that kind of way. Das, was ich genau getan habe, ist, dieses tausende von Jahren alte afrikanische Prinzip in die der neuen Welt, in der wir heute leben, anzupassen, da wir heute doch in einer ganz anderen Welt leben, die vom sogenannten kapitalistischen Prinzip geprägt ist. Und ich habe halt versucht, dieses alte Prinzip Contributism zu nennen, im Gegensatz zum Kapitalismus, was so viel wie heißt wie beitragen, gemeinsam beitragen. Thank you. Peter, would you like to tell us what the Kingdom of Germany is all about? Jetzt, Peter, bitte ich dich, uns zu erzählen, um was es denn im Königreich Deutschland geht. Ja. Also das Königreich Deutschland ist der Versuch aufzuzeigen, wie man ein staatliches System neu organisiert, sodass der Staat Diener an den Menschen ist und nicht umgekehrt. So the Kingdom of Germany is the attempt to create a completely new form of society in which the state, the central organizational point, is something which serves humanity instead of suppressing or abusing. Und zudem ist es eine Übergangslösung zu einer neuen, bargeldlosen Gesellschaft, in der es darum geht, dass die Menschen aufgrund ihres Bewusstseins, das sie auch haben, eine freiwillige Leistungsbereitschaft haben für jeden anderen. Where we're aiming for is to create a society in which the consciousness of humanity changes from the present one to one in which it becomes obvious to everyone that the way forward in peace and harmony is to contribute very, very much the same principle as with Ubuntu. Ja, es geht außerdem darum, für diese Übergangszeit noch die Dinge zu schaffen, die die meisten Menschen noch von einem Staat erwarten. Also ein Geldsystem, ein Bankensystem, ein Rentensystem, ein Gesundheitssystem und einen freien Markt. Und die Dinge wurden im Königreich Deutschland geschaffen als Angebot für alle Menschen, alle Gemeinden. Initially, in the transition phase, what's necessary is to create the functions of a present-day normal state, that is, things like a banking system, an educational system, a health system, all those things which we expect to be organised by a government. And to do this in a way in which the development of humanity is something which the state brings out instead of suppressing. Okay, Michael, you've heard Peter's explanation, you know your system. What do you think? Are there any points of conflict?
Michael, du hast Peters Ausführungen gehört und könntest du dir vorstellen, dass es da Berührungspunkte oder Gemeinsamkeiten gibt? Well, from my discussion with Peter yesterday, it became very clear that we are, the final destination is the same, is to provide abundance and unity for the people of the planet. Harmony, to create a planet of harmony and bliss and happiness, and basically turning the planet into a paradise. So that's the outcome. I think we approach it from slightly different philosophical perspectives, which are both important. Peter is introducing the concept of bringing back the sovereignty to people, which is very important, while the Ubuntu philosophy, in a way, assumes that people have their sovereignty, and we are trying to teach the people to work together towards creating abundance in a world where cooperation is not supported, but competition is supported or promoted. So we're trying to approach it from a slightly different perspective. But the outcome, I believe, in the end, is the same. Ich denke, unsere beiden Systeme haben als gemeinsames Ziel eine Gesellschaft zu schaffen, die wieder frei ist, die in Fülle leben kann, die keinen Beschränkungen unterliegt und eben als Ziel haben, einen harmonischen Planeten und ein harmonisches Zusammenleben in Freiheit zu schaffen. Wir sehen nur oder wir gehen beide Systeme nur von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus an. Peter versucht, den Menschen ihre Souveränität zurückzugeben, und bei uns in Südafrika, wo ein Miteinander nicht mehr so gelebt wird, sondern eher Wettbewerb, was ja auch in anderen Teilen der Welt so ist, da versuchen wir einfach, das Miteinander wieder mehr zu fördern, was ja nicht so dem von Peter entgegenwirkt, sondern wirklich ein gemeinsames Ziel sichtbar werden lässt. Was meinst du? What do you think, Peter? What is your... Ich denke, wir haben da eine Menge Gemeinsamkeiten. Wir haben nur unterschiedliche Voraussetzungen in dem Umfeld und in der Gesellschaft. I think we have the same objective, we just have different perspectives, different methods of achieving the same objective. Ich denke, die Menschen in Südafrika sind von ihrem Wohlstand nicht vergleichbar zu den Menschen in Deutschland und auch nicht zu ihrer Mentalität. I think the people in South Africa don't bear much resemblance to the people in Germany, neither in their wealth or their personal wealth, nor in the way in which they perceive the world, their personal consciousness. Und aus diesem Grunde, weil da verschiedene gesellschaftliche Voraussetzungen existieren, sind auch verschiedene Wege zum selben Ziel durchaus in Ordnung und opportun. Yeah, because there are different starting points, the way to get to the same destination is slightly different, but I don't see any point of conflict. In Afrika oder Südafrika ist der Vorteil, dass die Menschen schon im Herzen näher gerückt sind, wo die Menschen in Europa oft sich mehr haben voneinander trennen lassen. The major difference, the way I perceive it, is that the people in South Africa are living much more from the heart consciousness, whereas in Europe it's very, very much the separation, the ego way of doing it, the me. Und dadurch ist es auch dort, weil die Menschen etwas armer sind, oft leichter erreichbar, dass sie näher zueinander rücken. Weil wir sehen das ja auch hier, wenn beispielsweise eine Flutkatastrophe ist und den Menschen ihr Hab und Gut bedroht ist, dann rücken sie ganz schnell zusammen. Ja? Und so sind die Konflikte oder besser gesagt die Spannungsfälle in Südafrika andere als hier in Europa. Mm-hmm. So we see it here in Europe. The people in South Africa, their daily life is one of borderline existence. Here in Europe, this only appears at times of a disaster, like a plane crash or an earthquake, where suddenly people
come together to try to overcome this big problem. But it's a daily way of life in South Africa, so the people are ready to look at a different way of life much more readily than are the people in Europe who don't have this daily existence problem yet. Der Versuch des Königreichs ist, die Menschen abzuholen, wo sie jetzt sind, in ihrer Einstellung, wo sie jetzt sind, in ihrem Geld, was sie jetzt haben, mit der scheinbaren sozialen Sicherheit, die sie jetzt verspüren. Und dann beispielsweise sie trotzdem in diesem Gefühl belassend eine bessere Gesellschaft anzubieten, in der sie sich noch wohler fühlen, sodass es erst gar keine Leidenserfahrungen oder keine Katastrophen braucht zur Transformation, sondern einfach nur die Freude oder das andere Angebot besser ist als das gegenwärtige Angebot. And what we seek to do with the Kingdom of Germany is to pick up the people to where they are right now. Here we're talking about right now about the people in Europe, to give them a better option, to give them an offer of a better way of life, which works for them better than the system which they're living in right now. And this is the whole structure and purpose of the kingdom, to say, do a gentle transfer. We don't need a catastrophe in order to make a better offer. We can do it right now. Das Ziel, was er verfolgt und was wir verfolgen hier, ist aber prinzipiell das Gleiche. Wir wollen zu einer Menschheit, die aus den Kinderschuhen gekommen ist, wo jeder Mensch freiwillig leistungsbereit über dem anderen ist, jeder seinen Wert erkennt, Respekt vor dem anderen hat und Wertschätzung hat und wo diese Dinge, die getan werden, in einem gleichen Wert behandelt werden. Okay, we're both heading in the same direction, as we said initially, that from a different cultural starting point. But what we're seeking to achieve is the same, where everyone in mutual respect contributes what they have to give without attaching any value judgments to it. Zudem ist es im Königreich noch so, dass wir erkennen, dass Menschen auf verschiedenen Bewusstseinsevolutionsstufen sind und dadurch verschiedenartige Bedürfnisse haben auch. Und dass diese verschiedenen Bedürfnisse bei uns deswegen Rechnung getragen wird und dass jeder Mensch gleiche Rechte hat, aber er diese Rechte sich erarbeitet. Aber es werden ihm auch die Türen geöffnet, damit er sich diese Rechte erarbeiten kann, um zu mehr Freiheiten zu gelangen. So what we recognize in the kingdom is that everyone has their own state of development, their own world perception, their own, in German, Weltanschauung. And the system that we want to create, which we have created and want to expand, is to bring these people to live the way they want to live, to... Kannst du den letzten Satz wiederholen? Die Menschen mit ihren verschiedenen Entwicklungsstudien oder Stufen beispielsweise Ja. sollen eine Motivation haben, an sich selbst arbeiten zu können. Denn der Daseinszweck des Menschen auf dieser Erde ist ja, sich zu vervollkommnen. Also sollte der Staat ein Werkzeug sein, um die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das Bedürfnis hat, sich zu entwickeln. So every human has their own requirements. The way you perceive yourself, the way you perceive the world around you, dictates the way you perceive what your requirements are. And the function of the Kingdom of Germany, as we see it, is to create the possibility of fulfilling those requirements, not as a gift, not as a right, but something which you can, the state supports you to create, maybe by earning those rights by doing something for the community. One of many different ways. Es war ja in der Vergangenheit oft so, dass wenn Kulturen wirtschaftlich versorgt waren, wenn alle Menschen alles hatten, was sie brauchten beispielsweise, sie in Dekadenz verfallen sind, weil sie nicht das Ziel und den Daseinszweck des Menschen verstanden. Okay, it's happened in the past that there have been cultures where the abundance for everyone has been created, and then those cultures declined into decadence because it wasn't realized that
just physical abundance in no way satisfies the needs of a human being. So these further objectives are also the things that are promoted in the kingdom, not just the basic physical necessities, but where do you want to go, who do you want to be. Und wenn das geschehen ist, dann sind diese Kulturen wieder zerfallen und wieder untergegangen und konnten keinen Bestand haben, denn sie entsprachen nicht den Schöpfungsgesetzen. Yeah, and these cultures, the rich cultures collapsed because they didn't follow the rules of creation, the laws of creation, but went for ego satisfaction. Ja. Annette, you haven't come to word as yet. Annette is Peter's, I don't know, better half, we would say in English. What have you got? Können wir so lassen. Das können wir so lassen. Yeah, okay. What would you like to contribute? Annette, du bist bis jetzt noch nicht zu Wort gekommen. Du bist Peters bessere Hälfte, würde man auf Englisch sagen. Was würdest du gerne beitragen und was gefällt dir im Königreich? Ich denke, dass das Königreich Deutschland den Rahmen schafft für eine Welt, wo sich jeder entfalten kann. Also eigentlich ist die Verfassung das, was sich jeder Mensch wünscht. I think the kingdom is the framework within which every human being can develop and expand their potential. And the constitution of the Kingdom of Germany is that framework which I've always sought, and now I'm living it. Und ich würde mir wünschen, dass viele Menschen sich einfach damit mal beschäftigen, auseinandersetzen, ja, und zur Tat kommen. Yeah, and I just wish that more people would look at it, study it, see how it could work for themselves, and then just get on and do it. Michael, you've heard what Peter says, you have your own experiences. What would you like to contribute to what we're doing in Europe? Michael, du hast gehört, was Peter gesagt hat und du hast so deine eigene Vorstellung und Sichtweise. Was würdest du Europa mitteilen wollen oder raten, so aus deiner Sichtweise? Firstly, the Ubuntu philosophy, with the contributionism foundation, proposes that the communities govern themselves. Das Erste, was die Ubuntu-Philosophie in die Welt trägt oder vorschlägt, ist, dass die Communities oder Gemeinden sich selbst tragen und versorgen. Is that not exactly the same in the Kingdom of Germany? Ist das nicht das Gleiche bei dir, Peter, im Königreich? Das ist so. Die Gemeinden haben unter das Subsidiaritätsprinzip Selbstverwaltungsrechte, Selbstbestimmungsrechte. Sie können sich völlig ihre eigene Ordnung machen. Sie haben auch das Monopol der Geldschöpfung, mit Hilfe der Reichsbank sozusagen, das Geld zu emittieren. Und Geld darf von der Gemeinde immer so viel emittiert werden und ausgegeben werden, wie die Gemeinde einen Sachwert erschafft, der dem Allgemeinwohl gehört und der in der Lage ist, einen Mehrwert zu erzeugen. So ist es immer gesichert, dass mehr Sachwert als Geldwert existiert für die Übergangszeit, bis wir so weit sind, dass wir Geld gar nicht mehr brauchen. So, yes, it is exactly the same in the Kingdom of Germany. Every local community, local authority, or call it what you will in your, wherever it is you live, they have the right to create their own internal order, they have the right to create their own currency, they have the right to create their own community structures, with nobody outside of that community has the right to tell them how and what to do. And the currency which is created is backed by
objects of value. We would say maybe property or farmland or factories, things of intrinsic value to the community. And the amount of money in circulation can never exceed this value. And that brings us into a balance which we haven't not experienced for many thousands of years, and gradually awakens the knowledge we never actually needed money in the first place. Michael. So the people govern themselves, as Peter explained. That's the foundation of the Ubuntu contributionism system. They create their own laws, everything under the guidance of what we call the Council of Elders. So it's not a one person or a one authority, but it's a Council of Elders, and that council is voted in by the people of the community. Okay. Das ist also die Philosophie auch genau des Ubuntu-Prinzips, dass die Gemeinden sich selbst verwalten oder regieren, sie schaffen ihre eigenen Gesetze. Es gibt also keine einzelne Person, die was bestimmt, sondern es gibt sowas wie einen Rat der Ältesten, über die Entscheidungen getroffen werden. Peter, das kommt dir bekannt vor, sicherlich. Das ist im Prinzip in den Gemeinden und im Königreich genau das Gleiche. Denn der einzige Rahmen, der existiert, ist die Verfassungsordnung. Und die schreibt beispielsweise vor, dass ein zinsbehaftetes Geld nicht möglich ist. Das schreibt beispielsweise vor, dass die Gemeinden selbst verwaltet sind. Dass kein Staat daherkommen kann, der den Menschen ein Steuersystem aufdrückt beispielsweise. Das alles sind die Garantien der Verfassung. It's pretty much the same, yeah. There is each community, each local authority is self-governing. There is no national government which has the power to go in there and say, you must do this, you must do that. All that the Constitution is the framework within which that community could develop whatever that community believes it needs, in whichever way that community decides to self-govern itself, as long as it's within the framework of the Constitution. So you have an elected assembly, presumably of some sort. Each community will decide for themselves. So the only major things which the Constitution sets is to charging interest is perhaps the biggest crime of all. It's the only crime mentioned in the Constitution directly. There is no taxation system. It's simply not allowed because you don't need it if you do things the way they're supposed to be naturally. Do you, Michael? Yeah, look, we're speaking at slightly different levels here now. Peter is talking about a community that's already fully evolved and functioning within the system. I'm still talking at a level of how we're going to bring in the system into creation, because that's really the big question everybody always asks. It's a great idea, it's a utopian idea, but how we get from here to there. Yeah. And it's that road that the Ubuntu book really outlines, is how do we get from here to there. And we can't get them overnight, and we can't go from zero to hero overnight. There are a number of steps that we have to take, but that does not mean it's going to take a long time. Yep. And it doesn't mean it's many steps that we have to take. It actually is a lot simpler than people realize. Ich würde sagen, Peter hat jetzt schon von einer Gemeinde gesprochen, die schon voll funktionsfähig ist. In diesem Punkt unterscheiden wir uns vielleicht leicht, weil ich noch dabei bin, das System, das Ubuntu-Prinzip in die Realität zu bringen. Das heißt, wir sind in Südafrika dabei, Step by Step, also Schritt für Schritt, dieses ganze Prinzip noch umzusetzen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt noch ewig dauert, sondern wir müssen es einfach langsam in die Realität bringen. Peter, it's not quite the way
Michael seems to perceive it, is it? Peter, das hört sich jetzt für mich so an, als würde das jetzt nicht genau das sein, was du im Königreich versuchst oder vorhast. Doch, es ist im Prinzip das Gleiche, denn die Menschen müssen ja abgeholt werden, wo sie sind. Sie haben ihr individuelles Bewusstsein und man kann ihnen nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen. Es ist wichtig, denjenigen im Prinzip mitzunehmen, in den Prozess im Prinzip. Und diesen Prozess wird er dann gerne annehmen, wenn er einen Vorteil davon hat, dass es ihm danach besser geht. Ja? Und wenn er die Zeit bekommt, diesen Transformationsprozess auch mitzumachen. Und wenn er selbst diesen will, wenn er selbst diesen lebt, na dann schreiben die Menschen an der Basis die Zeit vor, die es dauert für diesen Übergangsprozess. It's not that different. It's a case of showing people a better way of doing things, of collecting the people where they are at this moment and making them a better offer. But I think there was a small problem in translation here. What Michael was saying was that Peter is talking about something which already exists, but Ubuntu is about creating something which does not exist. And I think possibly here there's a misunderstanding, because what Peter is talking about is taking the existing communities and saying to the community, here is something better, decide as a community to come to us, as an existing community. And there's a difference. Ja, ich glaube, es ist schon im Prinzip das Gleiche, beiden Prinzipien, aber es kann sein, dass wir jetzt gerade durch die Übersetzungsarbeit was nicht ganz richtig verstanden haben. Das, was Peter meint, ist, die bestehenden Gemeinden, so wie sie jetzt sind, in das System des Königreiches rüberzuholen. Also jetzt keine neuen Gemeinden zu schaffen, sondern sie einfach einzuladen, in das optimalere System des Königreichs zu gehen. Das ist das, was im Gesetz auch vorgesehen ist. That's what the laws actually require. In German. Yeah. Yeah, what I like to say here is that I fully understand what Peter is doing here, and it's critically important for him to continue what he's doing, because it brings it raises the consciousness of the people. It helps them wake up. It helps them find new information and knowledge, and that information and knowledge helps to raise the unity consciousness and so forth. We're approaching it in a slightly different way. As I said, the outcome is the same, hopefully in the end, but we're approaching it from both sides, from the community, sharing information with the community, and also working on a political level, creating the Ubuntu political party that operates from the top, from the political side down. So hopefully at some stage the two strands will meet, and at that point we will have overcome the obstacles that humanity faces to live on a utopian planet. Okay, ich denke schon, dass was Peter macht, ist auch essentiell wichtig, das so weiterzumachen in Deutschland, so dass die Gemeinden dadurch, dass sie eingeladen werden, in ein besseres System zu gehen, auch dann mehr Zugang haben zu altem Wissen, zu anderem Wissen, was auch gleichzeitig das Bewusstsein anhebt dann. In Südafrika, bei uns ist es allerdings so, dass wir durch die Arbeit in den Gemeinden die Unterstützung auch auf der politischen Ebene kreieren. Das heißt, wir haben eine Ubuntu-Partei gegründet, die vom politischen Level aus die Arbeit in den Gemeinden fördern und aktiv unterstützen und durchsetzen will. And I'd like to add to that as well, that in some ways in South Africa we're doing very similar things to what Peter is doing with the Kingdom of Germany, because we are not only interacting with communities, existing towns and villages, to convert them into, or showing them a better alternative, like Peter suggested, and convert them into Ubuntu contributionism communities away from capitalism, creating abundance, but at the same time we are interacting with tribal chiefs and tribal kings
where they have absolute control over their land, and they can implement an Ubuntu contributionism philosophy the same way that Peter is now doing it with creating the Kingdom of Germany, in which sovereignty is taken back for the people and implementing a different way of life, a different option for the people. So in some ways we're actually doing very similar things in South Africa to what Peter is doing here in Germany. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir schon auch das Gleiche in Südafrika tun, was Peter hier in Deutschland mit den Gemeinden versucht, sie also in ein teilhabendes System, also in den Contribution, das teilhabende System des Ubuntu-Prinzips zu führen. Wir arbeiten aber auch gleichzeitig mit den Stammeshäuptlingen, den Stammeschefs dort zusammen, um einfach auch eine andere Möglichkeit denen zu geben, damit sie auch in Fülle leben können. Also weg von diesem kapitalistischen System hin, also die Stämme und die Gemeinden in den Contribuism. So unfortunately in Europe, not even the laird of the manor could now dictate anything. He doesn't actually own anything. So this possibility with the tribal chiefs and something which unfortunately we just don't have here. Well, I would like to find out, if I can interject, what would happen if the Prince of Monaco decided to turn Monaco into a contributionism state? Well, because he's the head of state, he can actually do that. Yes. But only the head of But state. he's not going to do it because he's in the pockets of the bankers. Yes. Ja, ich übersetze es kurz. Michael würde interessieren, was passieren würde, wenn er jetzt mal sein Modell nimmt, also mit den Tribal Chiefs in Südafrika zu kommunizieren oder das Prinzip zu unterbreiten, was zum Beispiel der Prinz von Monaco tun würde, mit einem Prinzip des Teilhabens, der Gemeinsamkeit. Dann wurde er aber erwähnt, es ist wahrscheinlich schwierig, auch wenn er es als Staatsoberhaupt schon tun könnte, aber er hängt halt im Bankensystem fest. Okay. I suggest we organize a cup of tea with the Prince of Monaco and make him an offer he can't refuse. Also ich würde vorschlagen, wir machen mal ein Treffen mit dem Prinz von Monaco aus bei einer Tasse Tee und machen ihm ein gutes Angebot. There's something that didn't quite come across clearly a few minutes ago when we were talking about law. The present law for what it is, in the Federal Republic of Germany permits a community as a community to move from the Federal Republic of Germany to the Kingdom of Germany or to any other country. It's like, I mean, theoretically, any local authority in open community in Germany could decide to become part of the Russian Federation, for example. It's quite legal, but that is the legal restriction within which the Kingdom of Germany has to operate. Okay. Was gerade eben vielleicht nicht ganz klar rausgekommen ist, war, dass in Deutschland sehr wohl ein sogenanntes Gemeinderecht existiert, nachdem jede Gemeinde entscheiden kann, wo sie hingehört, zu welchem Staatsgebiet sie gehören möchte. Es ist also im Gemeinderecht in der Bundesrepublik Deutschland existierendes Recht jetzt aktuell verankert. Das heißt also, jede Gemeinde kann frei entscheiden und das ist genau das Recht, mit dem Peter arbeitet. So what I'd like to add as well is that in Germany now it looks like we're going to be forming an Ubuntu party here very soon. Good. We've got a large group of people in Germany who are already supporters of the Ubuntu principle. Mm-hmm. And we're going to launch this in Stuttgart at a specific venue that has been offered to us, to the Ubuntu family here in Germany. And I think that could become a very important foundation and a support for what Peter is doing in many ways. And in months to come, I can anticipate a very strong cooperation between the common thinking
or the work by the two groups towards raising the consciousness and helping people move towards total freedom and turning Germany into a paradise for its people. Was ich hier noch dazu fügen möchte, ist, dass wir in Deutschland schon viele Leute haben, die dem Ubuntu-Prinzip folgen, und ich habe das Gefühl, dass es auch sehr bald hier eine Ubuntu-Partei in Deutschland geben wird. Wir haben schon viele Leute in Stuttgart, die wirklich diesem Prinzip folgen, und ich kann mir vorstellen, dass eine Ubuntu-Partei in Deutschland eine sehr große Unterstützung auch für Peter sein kann. Und ich kann auch schon sagen oder vorwegnehmen, dass auch von der Ubuntu-Partei und von allen Parteien, Ubuntu-Parteien, es eine große Unterstützung und Zusammenarbeit geben wird für alle, die diesem Prinzip in einer Ubuntu-Partei folgen wollen. What do you think? Ich habe vor langer Zeit mal schon eine Parteisatzung, eine Schiedsgerichtsordnung, ein Parteiprogramm geschrieben. Das hieß damals die Partei Die Goldene Mitte, wollte ich das nennen. Weil diese rechts und links, das wollte ich nicht weiter fördern. Ne? Und die Ideen im Prinzip, die dort im Königreich Deutschland in der Verfassung verankert sind, wollte ich damals mit Hilfe einer Partei umsetzen. Die Zeit war damals aber noch nicht reif und es fanden sich nicht genug Menschen, die diese Partei mit organisieren wollten, um sie flächendeckend zu verbreiten. Aber wenn das jetzt wieder so auf mich zukommt, wäre das vielleicht wieder ein Anlass, über diese Dinge neu nachzudenken und vielleicht dann auch irgendwie auf eine Art zusammenzuarbeiten. Das wäre sehr schön. Some time ago I wrote the structure, or created the structure for a political party to carry out the principles of the Kingdom of Germany. But it wasn't the right time, and it didn't work then. There just weren't enough people prepared to express the courage to do it. Maybe things have changed now, and it would be, I really love to work with people who want to embrace these principles and to create what we both want to create. I would now like to add in a third way. Es würde mir jetzt gefallen, eine dritte Möglichkeit einzufügen. One which probably both of you know about. Die ihr vielleicht beide schon kennt. And that is the principle of the edible town. Und das ist das Prinzip der essbaren Stadt. And this started in Tottenham in northern England, I think about almost 20 years ago now. Das startete schon vor 20 Jahren in England, in Nordengland. Todmorden, where this was a town where the industry had almost disappeared. They had a 30% unemployment rate. Das ist eine kleine Stadt in Nordengland, wo die Industrie fast schon gar nicht mehr existierte und es 30% Arbeitslosigkeit gab. With all the usual problems with unemployed youth, etc., etc., etc. Mit all den Problemen, die das nach sich zieht. And someone suddenly started the idea of sharing the gardens. Und dann gab es plötzlich jemand, der die Idee aufbrachte, die Gärten zu teilen. See, the way towns are built in large parts of England is family houses with a front and a back garden. Die Art, wie Städte in England gebaut werden oder wurden, sind Familienhäuser, Einfamilienhäuser mit einem guten Vorgarten. And what the people started to do was to plant edible plants, vegetables, in their front gardens and make them available to everyone. Was dann passierte, war einfach, die Leute haben angefangen, essbare Pflanzen in ihren Vorgärten zu pflanzen und das dann mit den Mitbürgern zu teilen. And so we began this effect of, today I would like to make a leek soup. So I asked my neighbour, do you know anyone who's got
leeks ready to harvest. Dann ging es also so los, dass man sich zum Beispiel gefragt hatte, ja, also heute möchte ich eine Lauchsuppe kochen und sich dann umgehört hat, wer Lauch ja, fertig zu ernten hatte. And gradually a whole new community way of thinking built up. Und so ist eine ganz neue Art und Weise der Gemeinschaft entstanden. And nowadays, not only the front guards, but all of the land owned by the local authority, which was usually just grass or bushes, has now been converted to farmland. Und heutzutage ist es also so, dass nicht nur die Vorgärten, sondern auch alle öffentlichen Grünflächen, die der Stadt oder Gemeinde gehören, ja, mit essbaren Pflanzen bepflanzt wurden. And those who look after these community areas are primarily the youth of the town, and the town has no youth problem. Und die sich hauptsächlich um die Pflege und Bewirtschaftung dieser Gemüseflächen kümmern, sind hauptsächlich Jugendliche, und so hat die Stadt also wesentlich weniger oder gar keine Probleme mit Jugendlichen. And what I want to say here is, if you don't yet have the courage to take one of these political ways, you can still go for the same objective just by making your garden available to your neighbors. Das, was ich damit ausdrücken möchte, ist, wenn Sie jetzt vielleicht noch nicht den Mut haben, diesen politischen Weg zu gehen wie Peter oder Michael, dann können Sie auch durch diese kleine Aktion, essbare Gärten zu schaffen oder essbare Grünflächen zu schaffen, können Sie genauso auch zu diesem Prinzip der Gemeinsamkeit gelangen. Okay. I would like to say, Karma, that's a great example just to show people how you can create unity within a small community. I know of two such examples in South Africa that have actually worked very successfully. One in Johannesburg, in a major city, that this has worked very, very successfully. And in a smaller town about 70, 80 kilometers outside of Johannesburg. But unfortunately, that is not a solution for a whole town and a whole community, as we know, because towns and communities are complex organisms with many needs and planning for the future. So I need to stress that there is a very scientific model behind the Ubuntu contributionism plan of action. It's not just a haphazard bunch of people doing things together and hoping there's going to be enough food. It is very scientifically worked out and planned to create not communities of, not self-sustained communities, but communities of abundance. Yeah. Karma, sagt Michael, ich möchte sagen, das ist auch ein sehr schönes Prinzip, ein Prinzip, das Leute zusammenführt, also essbare Grünflächen zu schaffen. Wir haben auch in Johannesburg, in einer großen Stadt und auch 70, 80 Kilometer außerhalb von Johannesburg, in einer kleineren Stadt, haben wir Ähnliches probiert. Das hat auch ganz erfolgreich funktioniert, aber ich muss sagen, das Ubuntu-Prinzip ist ein sehr fundiertes, wissenschaftlich erdachtes und konzipiertes Projekt, weil eine Stadt ist ein wesentlich größerer und wesentlich anspruchsvollerer Komplex, was ganz andere Bedürfnisse hat, um wirklich zu einer wahren Community in der Tiefe zu gelangen. Very true, but all I wanted to say is this is a way in which you can find out what happens without getting politically involved initially. When you found out it works, maybe then getting politically involved sounds much more attractive. Ja, ich verstehe das. Ich wollte auch nur damit sagen, dass wenn man jetzt noch nicht den Mut hat, wirklich auf die politische Ebene zu gehen mit gemeinschaftlichen Projekten, dann kann man erst mal sehen, indem man Grünflächen pflanzt im Kleinen, wie es denn funktioniert, was es für Auswirkungen hat an die Leute, die daran teilhaben.
Und dann kann man immer noch auf die politische Fläche wechseln. Yeah. Many small towns in Europe have copied Todmorden. There are 3 towns I know of in Germany. You'll find the website, the Essbare Stadt. It's something that people experiment with and find it works, and this makes them ripe to look at something further. Es gibt auch in Deutschland schon ein paar kleine Städte, 3 oder 4, ich weiß es nicht genau, die das mal probiert haben, essbare Flächen anzulegen für die Öffentlichkeit. Und es dient einfach auch nur dazu, einfach um zu sehen, was passiert, wie funktioniert das, um einfach dann die Leute offener zu machen, wichtigere, größere Prinzipien auch anzugehen. Ja. Gemeinschaftliches Denken, gemeinschaftliches Zusammensein wird dort gefördert. Die Nähe der Menschen im Herzen wird dadurch gefördert. Yeah. The sense of community is promoted by such a thing. The heart connection is something which that sort of thing brings about. So it's a way of testing the water before you dive in. I think the important thing as well here is to remind people that the government should be the servant of the people. Yes. And no government in the world at the moment is serving its people. Yeah. And if the servants are not serving the people, they need to be removed. And if they don't want to go, the people need to create a different alternative where they will find the leaders serving the people. Was hier einfach wichtig ist, auch zu sagen oder den Leuten nahezubringen, ist, dass es keine Regierung gibt, die den Leuten dient, aktuell nirgendwo. Und wenn es niemanden gibt, der dem Volk dient, oder es nur Leute sind, die dem Volk nicht dienen, dann müssen sie entfernt werden. Und es müssen Alternativen geschaffen werden, die diese ersetzen. Yeah. And I think that's exactly what we have here. Ja, und ich denke, das ist genau das Gleiche, was wir hier durch Peter haben. Okay, and for today, we've run out of time, but thank you very, very much for being here, for Michael for coming all the way from South Africa, and Peter, I got a lot of effort to persuade you to come down here. Thank you for coming all the way from the Kingdom of Germany. Yeah. It's a long way. More than 600 kilometers. Ja, wir haben für heute keine Zeit mehr, aber wir danken den beiden natürlich ganz herzlich. Michael, der extra aus Südafrika gekommen ist, und Peter, der extra aus dem Königreich Deutschland hierher gekommen ist, dafür, dass sie hier waren und Rede und Antwort. Hier übrigens ist Saarbrücken, and if you don't know where that is, it's sort of in the middle on the left-hand side of Germany, very close to, where in fact you could walk from here to France. Nur für euch ganz kurz gesagt, wir sind hier in Saarbrücken und wer nicht wissen sollte, wo das ist, es ist also ungefähr in der Mitte von Deutschland, ein bisschen an der linken, westlichen Seite und man könnte praktisch nach Frankreich rüberspringen. Dort sind wir jetzt. Thank you. Danke. Danke.